Herzlich willkommen bei Neovara. Schön, dass du heute dabei bist. In den nächsten 4 Videos möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das viele Menschen inklusive mich betrifft, und zwar ein gesundes Körpergewicht mit Fokus auf Abnehmen. Aber nicht im Sinne von schnellen Diäten oder Verzicht, sondern so, dass es wirklich nachhaltig funktioniert und sich gut in dein Leben einfügt. Wir schauen uns gemeinsam an in Teil 1, warum klassische Diäten so oft scheitern und warum du nicht schuld daran bist. In Teil 2, wie Intervallfasten 8/16 funktioniert und warum es für so viele so leicht ist. Teil 3, welche Rolle Bewegung und innere Ursachen spielen, wenn das Gewicht stagniert. Und im letzten Teil 4, wie du dein persönliches Wohlfühlgewicht findest, dauerhaft, ohne falsche Ideale und vor allem ohne Jojo-Effekt. Ich erzähle dir auch von meinem eigenen Weg von knapp 120 Kilo runter auf 99 und wie ich dieses Ziel erreicht habe. Hier ein paar Bilder von mir mit ziemlichem Übergewicht und hier sitzt übrigens Christine neben mir, meine Frau. Heute Morgen zeigte die Waage 98,8 Kilogramm und viele Jahre hatte ich mir gewünscht, wieder zweistellig beim Gewicht zu sein, und auf dem Weg dahin habe ich einige Erfahrungen mitgenommen. Vielleicht erkennst du dich in manchen Erfahrungen wieder oder du findest Inspiration für deinen eigenen Weg. Heute beginnen wir mit Teil 1, warum klassische Diäten scheitern und was du stattdessen für dich mitnehmen könntest. Ich war eigentlich schon immer ein recht kräftiges Kerlchen, doch bei knapp 120 Kilo Körpergewicht vor circa 5 Jahren habe ich beschlossen, so geht's nicht weiter. Ich wollte wieder leichter atmen, mich wohler fühlen, wieder körperlich leistungsfähiger werden und vor allem gesünder leben. Und falls du in einer ähnlichen Situation bist, wir haben nicht versagt, als wir so viel Gewicht zugelegt haben und es nicht mehr los wurden. In Wahrheit sind viele klassische Diäten so angelegt, dass sie kurz und schnell funktionieren und langfristig oft scheitern. Große Studien zeigen, ein beachtlicher Teil des verloren gegangenen Gewichts kommt binnen weniger Jahre zurück. Und das ist kein persönliches Versagen, das ist ein Systemproblem aus Biologie, Verhalten und Umgebung. Doch bevor wir uns näher mit diesen Diäten beschäftigen, noch eine Bitte. Falls dir unsere Videos gefallen, freuen wir uns sehr über ein Abo und ein Like. Es ist für dich kostenlos, aber bedeutet die Welt für mich. Vielen Dank. Wenn wir Nahrung reduzieren, reagiert der Körper meist mit Sparflamme. Er senkt den Energieverbrauch stärker, als man durch die Reduzierung der Kalorien erwarten würde, und Hungersignale können unproportional zunehmen. In einer bekannten Langzeitstudie an extremem Gewichtsverlust war diese metabolische Anpassung sogar noch Jahre später messbar. Das heißt nicht, dass Abnehmen nicht geht, nur dein Körper arbeitet leider beim Gewichtsverlust nicht neutral, sondern versucht, diese Fettreserven möglichst lange zu halten. Wie stark diese Anpassung bzw. diese Gegenmaßnahmen aufgrund der Nahrungsreduzierung im Alltag sind, variiert. Und sie sind nur Teil der Geschichte. Aber sie erklären, warum reine Willenskraft oft nicht reicht und warum kluge Strategien mehr bringen als strenge Verbote. Wenn wir zurückschauen in die Steinzeit, war Essen immer mit viel Energieaufwand verbunden. Ein Jäger musste vielleicht 20 oder 50 Kilometer laufen, ein Tier aufspüren, erlegen und heimtragen. Hunger war damals ein Signal. Werde aktiv, sei kreativ, finde Nahrung. Und tatsächlich, viele merken das auch heute noch. Mit leerem Magen fühlt man sich manchmal klarer, kreativer, wacher, ja fast wie angetrieben. Wenn Nahrung im Überfluss da war, legte der Körper Fettreserven an.
für die nächste Durststrecke. Das war ein natürliches Gleichgewicht, Aktion in der Jagdphase, Passivität und Erholung in der Sattphase. Heute ist das Problem, der moderne Mensch sitzt auf dem Sofa, verspürt Hunger und macht eigentlich genau das Gleiche wie der Steinzeitmensch. Er holt sich Nahrung. Nur der Unterschied ist, dass der Weg nicht mehr 50 Kilometer ist, sondern nur noch 5 Meter zum Kühlschrank. Die Fettreserven werden angelegt, aber der Ausgleich durch Bewegung fehlt. Die Fettreserven werden eben bei vielen Menschen nicht mehr abgerufen, sondern vergrößern sich Jahr um Jahr. Und das ist, glaube ich, eines unserer großen Zivilisationsprobleme. Unsere Essumgebung ist heute so gestaltet, dass wir oft mehr essen, als uns eigentlich gut tut. Teilweise sicher auch von der Lebensmittelindustrie beabsichtigt. Es bringt nun einmal mehr Umsatz, wenn 2 Chipstüten im Einkaufswagen landen statt einer. Eine kontrollierte Studie des National Institutes of Health hat Menschen wochenlang stationär bekocht. Die eine Gruppe bekam hochverarbeitete Kost und die andere nahezu unverarbeitete Kost. Unverarbeitete Lebensmittel erkennst du sofort, ein Apfel sieht aus wie ein Apfel. Hochverarbeitete Produkte sind dagegen stark verändert mit Zusatzstoffen, wie zum Beispiel Zucker oder Aromen. Eine Fertigpizza oder ein Schokoriegel oder eine Instantsuppe hat kaum noch etwas mit den ursprünglichen Zutaten zu tun. Beide Gruppen bekamen die gleiche Menge an Nährstoffen und Kalorien bereitgestellt und sie durften frei essen, so viel sie wollten. Das Spannende war, mit unverarbeiteten Lebensmitteln aßen die Teilnehmer automatisch weniger. Mit hochverarbeiteten Lebensmitteln dagegen im Schnitt etwa 500 Kalorien mehr pro Tag. Das zeigt, nicht du bist zu schwach in deiner Disziplin, sondern das Umfeld verleitet dich dazu, mehr zu essen. Was wäre der bessere, gesündere Weg? Tausche hochverarbeitete Produkte gegen unverarbeitete Alternativen aus. Zum Beispiel statt süßer Frühstücksflocken ein Müsli aus Haferflocken, Nüssen, frischem Obst und Joghurt. Das gibt's bei Christine und mir jeden Tag als kraftvollen Start in den Tag. Immer mit ein bisschen Abwechslung und saisonalem Obst. Oder statt Fertigpizza ein selbst belegter Vollkornflammkuchen mit Gemüse. Statt Softdrinks Wasser mit frischen Zitronenscheiben oder ein paar Minzblättchen darin. Statt Chips eine Handvoll Nüsse oder Gemüsesticks. Keine Angst, es geht jetzt nicht darum, alles auf einmal radikal umzustellen. Ändere deine Essgewohnheiten in kleinen Schritten, denn jede kleine Veränderung in die richtige Richtung senkt automatisch die Kalorienaufnahme und du fühlst dich satter und energiegeladener. Dann noch ein Hinweis zum Protein in der Nahrung. Unser Körper scheint auf Reduzierung von Protein besonders stark mit Hunger zu reagieren. Wenn der Proteinanteil in der Ernährung zu niedrig ist, essen wir automatisch mehr Kalorien, bis das innere Proteinsoll passt. Das nennt man die Protein-Leverage-Hypothese. Für die Praxis bedeutet das, mit genügend Eiweiß fällt es leichter, satt zu sein und nicht ständig nach Snacks zu suchen. Protein oder auch auf Deutsch Eiweiß ist einer der wichtigsten Bausteine unseres Körpers. Muskeln, Haut, Haare, Enzyme, sogar Hormone, alles braucht Eiweiß, um richtig zu funktionieren. Dabei gibt es 2 Eiweißquellen. Tierisches Eiweiß, also Fleisch, Fisch, Eier, auch Milchprodukte wie Quark oder Joghurt enthalten alle wichtigen Aminosäuren. Man nennt das vollwertiges Eiweiß. Stell dir Eiweiß wie eine Kette vor und die einzelnen Glieder dieser Kette sind Aminosäuren. Einige davon sind essentiell, das heißt, dein Körper kann sie selbst nicht herstellen, du musst sie über die Nahrung aufnehmen. Tierische Eiweißquellen sind deshalb besonders effektiv, um den Bedarf zu decken. Pflanzliches Eiweiß enthält oft nicht alle Bausteine in der richtigen Menge. Aber
Es gibt auch pflanzliche Eiweißquellen, Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Kichererbsen, Sojaprodukte wie Tofu. Neben Tofu gibt es übrigens auch Tempeh, ein fermentiertes Sojaprodukt aus Indonesien, das mehr Eiweiß und einen kräftigeren Geschmack hat. Viele Vegetarier und Veganer nutzen es als Fleischersatz, zum Beispiel gebraten in einer Gemüsepfanne. Nüsse und Samen liefern ebenfalls Eiweiß. Manche Aminosäuren sind in pflanzlichen Lebensmitteln in geringerer Menge vorhanden. Aber das lässt sich durch bestimmte Kombinationen gut ausgleichen. Wenn du nämlich verschiedene pflanzliche Lebensmittel geschickt kombinierst, dann entsteht ebenfalls eine vollwertige Eiweißversorgung. Klassische Beispiele sind Reis und Bohnen oder Vollkornbrot und Linsenaufstrich oder Mais und Bohnen, was in Lateinamerika seit Jahrhunderten Tradition ist, oder zum Beispiel Hummus, also Kichererbsen und Sesam und Fladenbrot. So können sich auch Vegetarier und Veganer problemlos mit allen wichtigen Eiweißbausteinen versorgen. Wenn man also Tiere liebt und das Leiden von von vielen sogenannten Nutztieren nicht unterstützen möchte, dann kann man sich problemlos komplett pflanzlich ernähren. Es geht jetzt aber auch nicht darum, plötzlich nur noch Eiweiß zu essen. Aber wenn du bei jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle mit einbaust, steigert das die Sättigung und der Körper ist zufriedener. Das kann ein Joghurt mit Beeren sein, ein Linseneintopf, ein Linsensalat zum Abendessen oder eine Gemüsepfanne mit Bohnen. Und wenn wir schon über Eiweiß gesprochen haben, lohnt sich auch ein kurzer Blick auf die Fette. Auch hier gibt es große Unterschiede. Pflanzliche Fette, etwa aus Nüssen, Samen oder guten Ölen wie Oliven oder Rapsöl, gelten in der Regel als gesünder als tierische Fette, wie zum Beispiel Butter oder Fette, die in der Wurst enthalten sind. Sie enthalten nämlich mehr ungesättigte Fettsäuren, die Herz und Gefäße unterstützen. Ein weiterer Faktor, der das Körpergewicht beeinflussen kann, ist Schlaf. Wenig Schlaf kann Appetit und Snackimpulse erhöhen. In einer aktuellen Studie, bei der die Teilnehmer per Zufall in Gruppen eingeteilt wurden, führte längeres Schlafen bei Menschen mit Übergewicht dazu, dass sie objektiv weniger Kalorien aufnahmen, ganz ohne Diätvorgabe. Schlafen ist also nicht nice to have, sondern Gewichtsrelevanz pur. Auch Stress spielt mit rein. Er kann das Belohnungssystem Richtung süß und fettig schieben und emotionales Essen fördern. Es ist einfach menschlich, in anstrengenden Phasen zu naschen. Wichtig ist, das zu bemerken und liebevolle Alternativen aufzubauen, wie zum Beispiel Bewegung oder kurze Pausen einlegen. Viele Diäten scheitern nicht an fehlendem Wissen, sondern schlicht und ergreifend an der Umsetzbarkeit im Alltag. Entscheidend ist also weniger, welche Diät ist die beste, sondern welche Struktur halte ich wirklich durch. Denn in der Regel sollte diese Struktur für das ganze künftige Leben gelten, also auf Dauer. Wenn ich nämlich in meine alten Essgewohnheiten zurückfalle, dann war letztendlich alle Anstrengung umsonst und ich erreiche und überschreite mein Höchstgewicht in kürzester Zeit wieder. Bei mir hat das Umdenken begonnen, als ich beschlossen habe, ich will mich gesünder ernähren und mein Körpergewicht auf ein normales Level bringen. Dazu habe ich mit 8,16 gestartet, also praktisch ein Zeitfensteressen, statt Kalorien zu zählen wie in früheren Versuchen. Diese Methode hat mir ein guter Bekannter empfohlen. Es war die reine Freude zu sehen, wie ich innerhalb von einem Jahr ohne Hungern etwa 10 Kilogramm verloren habe. Ich habe die gleichen Lebensmittel gegessen wie zuvor, aber halt in einem 8 Stunden Zeitfenster. In den restlichen 16 Stunden des Tages habe ich nichts gegessen, wobei 8 Stunden davon ja sowieso Schlaf waren. Allerdings habe ich auch ab und zu Ausnahmen zugelassen, denn auf einem Geburtstag auf die Uhr zu schauen und dann zu sagen, sorry, den Kuchen kann ich jetzt nicht essen, da mein Essenszeitfenster gerade geschlossen wurde, das wäre mir dann doch auch zu blöd. Hier aber bitte beachten,
dass die Ausnahmen nicht zur Regel werden. Aber das Einhalten der Zeitfenster ist für mich überhaupt keine Anstrengung. Ich habe sowieso das Glück, morgens keinen Hunger zu haben. Also beginnen wir, also Christine und ich, unser Müsli um die Mittagszeit. Und auf diese Weise kann ich den ganzen restlichen Tag essen bis abends um 8 oder 9. Das Ende des Fensters ist dabei jeden Tag davon abhängig, wann ich mit dem Müsli beginne, und das schwankt bei uns halt zwischen 12 und 1 Uhr. Diese Regel ist für mich so einfach, dass ich sie problemlos im Alltag jetzt schon seit Jahren umsetzen kann. Als die ersten 10 Kilo weg waren, ging es plötzlich nur noch sehr, sehr langsam weiter und das Gewicht stagnierte. Also entschloss ich mich, den Zucker zu reduzieren und Bewegung mit dazu zu nehmen. Und heute bin ich mit 98,8 Kilogramm eigentlich schon zufrieden. Mein Ziel sind aber 89 Kilo. Und wenn ich das erreicht habe, dann möchte ich dauerhaft unter den 90 Kilo bleiben. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass zum Beispiel der Blutdruck und Cholesterin besser geworden sind. Mein Ruhepuls lag früher oft bei 80 und heute liegt er eher bei 60, im Schlaf auch sogar manchmal unter 50. Für mich ist das die beste Bestätigung, dass einfach und nachhaltig die bessere Lösung ist. Was du aus Teil 1 mitnehmen könntest: Du bist nicht schuld, wenn Diäten schwerfallen, denn die Biologie und die Umgebung spielen da sehr mit rein. Einfache Regeln sind besser als komplizierte Pläne. Schlaf und ein aufmerksamer Umgang mit Stress sind echte Abnehmhebel. Und viertens, ausreichend Protein kann Sättigung unterstützen. Wenn du Vorerkrankungen hast oder Medikamente nimmst, dann sprich bitte die Änderungen mit deiner Ärztin oder deinem Arzt ab. Das hier ist keine medizinische Beratung, sondern eine Einladung, deinen Lebensweg gesünder zu gestalten. Und dabei gilt es natürlich, individuelle gesundheitliche Einschränkungen ernst zu nehmen und die Ernährungsänderung darauf abzustimmen. Im nächsten Video schauen wir uns das Intervallfasten 8/16 genauer an. Was passiert im Stoffwechsel? Warum berichten so viele, dass es sich so leicht anfühlt? Und was hat es mit dieser Autophagie auf sich, also dem Aufräumprogramm der Zellen, für dessen Entdeckung es 2016 den Nobelpreis gab? Wir ordnen das wissenschaftlich ein, ohne Heilversprechen, aber mit klaren Fakten. Wie in den letzten Videos auch, möchte ich auch dieses Video mit einem Bilderwitz beenden. Es macht den Eindruck, als dass es Menschen heute viel leichter haben, aber dafür sind sie selbst viel schwerer. Nimm dir aus allem heute das mit, was zu dir passt. Vielleicht startest du einfach damit, heute Abend etwas früher den letzten Happen zu essen und beobachtest morgen früh, wie es dir damit geht. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.